Deutsch lernen durch Hören. Benedikt als Kassierer. Benedikt arbeitet als Kassierer in einem Supermarkt. Sein Arbeitstag beginnt um 8 Uhr morgens. Er begrüßt seine Kollegen und geht in den Laden, um seinen Arbeitsplatz vorzubereiten. Benedikt legt das Wechselgeld in die Kasse und den Scanner auf den Tisch. Dann kontrolliert Benedikt, ob die Regale neben der Kasse ordentlich aussehen und alles an seinem Platz ist. Es ist sehr wichtig, dass dieser Bereich immer gefüllt ist, denn die Kunden haben Zeit, sich die Produkte anzuschauen, während sie in der Schlange stehen, und die meisten Kunden kaufen hier mindestens ein Produkt, meistens Kaugummi oder kleine Süßigkeiten wie Tic Tac. Hier gibt es vor allem einzelne Schokoriegel, Bonbons, Kaugummis und kleine Schnapsflaschen. Die ersten Kunden sind meist ältere Leute, die sich gerne mit Benedikt unterhalten. Sie fragen nach dem Wetter und erzählen Geschichten aus ihrem Leben. Benedikt hört aufmerksam zu und antwortet höflich. Um die Mittagszeit wird es für Benedikt hektisch. Die Kunden kommen in großen Gruppen. Sie haben keine Geduld, denn die meisten machen nur Mittagspause und müssen in einer Stunde wieder bei der Arbeit sein. Benedikt muss schnell sein und darf keine Fehler machen. Er scannt die Artikel, gibt das Wechselgeld zurück und sagt freundlich zu jedem Kunden: Vielen Dank und einen schönen Tag. Ein Kunde, der seinen Einkauf erledigt hat, kommt zu Benedikt zurück. »Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage.« »Ja, bitte«, antwortet Benedikt. »Können Sie mir sagen, wo die Butter ist?« fragt der Kunde. Benedikt zeigt auf den Gang mit den Molkereiprodukten und sagt: »Da drüben bei den Eiern.« »Vielen Dank«, sagt der Kunde und geht weiter. Nach einer kurzen Pause geht Benedikt wieder zur Kasse. Die Schlange wird immer kürzer. Benedikt nutzt die Zeit, um die Kasse zu zählen und das Wechselgeld zu überprüfen. Um 16 Uhr ist Benedikts Arbeitstag zu Ende. Er verabschiedet sich von seinen Kollegen und fährt nach Hause. Zu Hause entspannt er sich und denkt über seinen Tag nach. Manchmal ist die Arbeit sehr anstrengend, aber er trifft immer nette Leute. Deshalb freut er sich schon auf morgen.